Wir haben vor heute Nacht echt einen schönen Stellplatz gefunden an einem kleinen See in der Nähe von Ethos. Und morgen beginnt dann mein Offroad-Training mit, ich glaube, über 40 Kilometer Offroad-Piste von Ethos nach Florina. Auf dem Weg dahin werden wir noch eine Bärenauffangstation besuchen. Ich bin ja nicht so der Freund von Zoos und Wildgehegen, aber bei dem Projekt geht es darum, dass Bären aus privater Haltung, Privatzoos oder die als Tanzbären in irgendwelchen Restaurants oder Gott weiß wo gehalten wurden, befreit werden und jetzt auf einem großen Grundstück mit so viel Freiheit wie möglich leben können. Das hört sich alles ganz gut an. Die Organisation kümmert sich auch noch um Wölfe und Luchse. Wir gucken uns das mal an, ob das Projekt gut ist oder so gut ist, wie es sich liest und anhört. Und dann werdet ihr mit Sicherheit davon noch. Und in diese Berge im Hintergrund soll es gleich gehen. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Bärenauffangstation. Ja, und dann schauen wir uns mal an, wie es da ist, ob das interessant ist, ob das ein unterstützenswertes Projekt ist. Wir hatten uns ja ein bisschen informiert, aber ich glaube, Steffi hatte das eben alles schon erzählt, ne? Ja. Wir sind jetzt an der Bärenauffangstation angekommen. Ja, es gestaltet sich alles etwas anders, wie wir uns das vorgestellt haben. Erstens, es gibt nur geführte Touren. Was ich wegen dem Bildungsauftrag aber okay finde. Wir wollen ja kein Zoo sein. Genau, aber das wird bei uns krass fehlschlagen, weil die Führung nur auf Griechisch ist. Wir kriegen aber zum Schluss eine Zusammenfassung auf Englisch. We hope so. Wir dürfen auch nicht filmen während der Führung. Eventuell danach. Ja, und plus, dass Samstag ist und hier ist Gutwallung. Wir haben uns das alles ein bisschen anders vorgestellt, aber das heißt ja nicht, dass es schlecht werden muss. So, wir hatten jetzt die Führung, die war auf Griechisch, aber wir haben netterweise einen Flyer auf Deutsch bekommen, wo alle wichtigen Informationen drinstehen. Ich muss sagen, ich bin jetzt sehr berührt. Die machen hier, was man machen kann. Die Bären leben ja, in einem 7 Hektar großen Gelände und dadurch, dass die genug zu essen kriegen und gut versorgt sind, haben die auch keinen Grund, sich gegenseitig anzugreifen. Das heißt, die leben auch teilweise mit 2 oder 3 beieinander. Man sieht die stereotypen Verhaltensweisen durch die Käfighaltung schon noch bei einigen Bären. Aber ich finde es ein großartiges Projekt. Hier sind auch alle Bären kastriert, weil die halt ganz klar sagen, in Gefangenschaft geborene Bären können nicht in Freiheit leben. Und ja, wir hatten uns noch kurz eben mit dem Guide, wo ich sagte, ja, dann ist das Ziel eigentlich, dass die Bären hier friedlich alt werden können und sterben. Dass man hier irgendwann zumachen kann und sie sich nur noch auf die Arbeit mit frei und wild lebenden Bären konzentrieren können. Und er sagt, hopefully. Und ich hope das auch. Und in dem Sinne würde ich sagen, Thumbs up für das Projekt. Ja, wir verlinken es euch auch in der Beschreibung. Ja, wenn ihr hier in der Gegend seid, lasst einfach einen Besuch hier. Das lohnt sich. Die machen ja auch nicht nur Bären, die kümmern sich ja überhaupt auch um wildlebende Tiere hier, also auch um Schakale oder habe ich auch gelesen von diesen griechischen Schäferhunden. Die sind ja, glaube ich, so ein bisschen vom Aussterben auch bedroht. Ja, auch Luchse und Wölfe haben sie in ein Reservat. Also ist halt eine große Organisation, die sich nicht nur ausschließlich um Bären kümmert. Ne? Ja. In dem Sinne. So, wir sind jetzt losgefahren und Steffi fährt uns auf den nächsten Offroad-Track. Wir fahren in entgegengesetzter
jetzt da Richtung. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Das Wetter ist auf jeden Fall perfekt. Greek Shepherd Dogs. Ich hoffe mal, dass der letzte Fruchtspruch Steffi macht ihre Sache verdammt gut. Cheers. Ja, 40 Kilometer Offroad gefahren heute. Fühlt sich an wie 1000. War gut. War auch genau die richtige Entscheidung, dass ich jetzt viel fahre und dass wir in der Schwierigkeit was zurückgehen. Hat alles gut geklappt, hat mir Sicherheit gegeben. Ich habe gemerkt, ich habe krass Probleme mit der Seitneigung. Wusste ich schon vorher, aber jetzt ist nochmal ganz deutlich geworden. Aber ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg. Übung macht den Meister. Ich denke das auch. Ja, schönen guten Tag. Ja, für uns geht es heute aus Griechenland raus. Wir haben jetzt hier eine Nacht nach dem Offroad-Track auf einem wirklich ruhigen Stellplatz verbracht. Nicht der schönste, aber ruhig. Ja, ein bisschen Wehmut ist bei mir schon jetzt im Spiel. Griechenland hat mir wirklich gut gefallen. Und wir werden jetzt aber heute nach Nordmazedonien fahren. Ihr hört, im Hintergrund läuft der Pogo schon. Ich muss noch den Reifendruck jetzt, bevor wir losfahren, wieder auf Straßendruck bringen. Ja, und dann geht's los. So, wir stehen an der nordmazedonischen Grenze. Haben jetzt ein bisschen Struggle, weil wir haben unsere grüne Versicherungskarte verloren. Hat jetzt bis jetzt noch keinen interessiert durch die anderen Länder, wie wir gefahren sind. Ja, egal wie. Wir kaufen uns jetzt eine für, glaube ich, 14 oder 15 Tage, 25 €. Ja, ist okay. Das ist ja auch ein bisschen unsere Schuld. Ja, Steffi ist halt jetzt gerade am Checken. Und dann geht's rein über die Grenze nach Nordmazedonien. Ich habe uns jetzt mal zum nächsten Offroad-Spot gefahren. Steffi fährt ja morgen wieder. Wir stehen hier traumhaft in den Bergen bei bestem Wetter. Und ja, Steffi muss dann letztendlich nur noch losfahren morgen. Ich glaube, es sind
ich bin mir nicht sicher, ich glaube 20 Kilometer. Ja, also ich habe tierisch Bock, wenn ich das hier sehe. Also super Szenerie. Habe gerade noch die Scheiben vom Pogo geputzt, damit es auch schöne Bilder gibt von innen. Ja, und ich freue mich tierisch auf morgen. Ja, und Steffi erzählt euch ganz bestimmt gleich auch noch, wie es bei uns bei der Grenze ausgegangen ist. See you. Wie Marc euch eben schon erzählt hat, haben wir ja unsere grüne Versicherungskarte verzottelt. Super klasse. War auch bis dato an den Grenzen, hat nie einer nachgefragt. Wir wussten, wir brauchen die und ja, ist uns aber dann ein bisschen durchgegangen, eine neue zu beantragen. Außerdem schwierig mit dem Nachschicken. So what? Wir haben jetzt eine Border Insurance geholt in Nordmazedonien. Das war echt witzig. Also ich bin in dieses Versicherungsding rein, da saßen eine Frau und 5 Männer, waren am Essen, am Trinken. Ich glaube, die waren alle sturzbetrunken. Aber egal, ich habe dann mein Anliegen vorgebracht und dann zeigten 5 Finger auf einen, he must work on Sunday. Okay, also wie gesagt, es hat alles gut funktioniert. Es war ein bisschen amüsant. Die Polizei und auch der Zoll waren nach erstem strengen Gesichtern und alles super ernst, dann auch super entspannt. Wir sind eingereist, alles easy und von daher, ich bin gespannt, wie es morgen Offroad hier in Nordmazedonien abgeht. So, da wir heute beide noch gar nichts gegessen haben und wir mittlerweile 7:30 haben, freuen wir uns jetzt umso mehr auf unser Abendessen. Es gibt einen geilen Saganaki-Käse, noch aus Griechenland, mit ein paar Bratkartoffeln und lecker Salat. Und wir haben, ich greife mal schnell rüber, wir haben uns hier das kann man jetzt nicht erkennen, das ist out of focus, ne? So geht's, glaube ich. Kann keiner lesen, ne? Egal, auf jeden Fall ist das eine super leckere Marmelade, die ist ein bisschen spicy. Die haben wir uns auf dem Weg zur Bärenauffangstation gekauft. Ich bin mal gespannt. Guten Appetit zusammen! Bon Appetit! Der Track ist so wunderschön. Und ich muss jetzt echt mal gestehen, ich bin ziemlich neidisch auf Steffi, dass die den super schönen Track fahren kann. Also ich finde es der schönste Track, den wir bis jetzt gefahren sind. Wir fahren hier die ganze Zeit über ein Hochplateau. Interessante Piste. Ey, total schön. Traumhaft schöne Piste. Ich finde, so
vom Fahren her anspruchsvoller als die wir vorgestern gefahren haben, weil liegen halt mega viele echt spitze Steine auf dem Weg, so richtige Reifenkiller, und auf Reifenwechsel haben wir jetzt gerade gar keine Lust. Das heißt, wir versuchen Reifenschonend zu fahren. Ich merke, was meine Seitenneigung angeht, kann ich hier perfekt üben. Habe auch schon so für mich festgestellt, meine Komfortzone endet bei 10 bis 11 Grad Seitenneigung. Bis 16 Grad bin ich aber dann doch noch im grünen Bereich, allerdings angespannt, und ab 16 Grad kriege ich Schnappatmung. Aber gut, wir üben weiter. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, und ich hatte ja mal schon öfters hier von diesem nervigen Geräusch gesprochen, was ich hinter dem Heizungsgebläse vermutet habe. Da ich jetzt mal öfters auf dem Beifahrerplatz sitze die letzte Zeit, habe ich gestern festgestellt, dass das überhaupt nicht daher kommt, sondern dass das hier von der Beifahrerscheibe kommt. Und ich habe da jetzt ich hatte noch so ein Dichtungsgummi und das Geräusch ist weg. Geil, ne? Been way down, never falter. Came with the hands out, get them off us. I'm 24/7 in the office. Pay attention cause I ain't repeating offers. Yeah, never met a man I've been scared of. Ich bin jetzt gerade mal ausgestiegen. Ja, hier wird es jetzt echt eng mit den Bäumen. Und ich gucke da mal von außen und helfe Steffi ein bisschen. Hold our ground where we at. We ain't never fall back. Hold our ground where we at. Never fall back. We ain't never fall back. Hold our ground where we at. Yeah. No lies off facts. You can find me right where I'm at. We ain't never fall back. We ain't never fall back. Ja, das letzte Stück ist schon ordentlich zugewachsen. Aber was der große Vorteil ist, das sind keine Olivenbäume. Das sind alles echt nur dünne Äste. Ja, aber wenn ihr Schiss um euren Lack habt, könnte das hier schon eine Herausforderung sein. Kein Spaß mehr, Arbeit. Offroad-Piste fertig. Ich werde jetzt nochmal den Luftdruck anpassen an den Reifen. Jetzt haben wir noch eine kleine To-Do-Liste. Wir müssen als erstes zur Polizei, müssen uns hier registrieren. Steffi hat, glaube ich, schon gecheckt, ob wir wissen, wo die Polizei ist. Steffi nickt, das ist schon mal gut. Wenn wir das gemacht haben, brauchen wir eine SIM-Karte. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir noch irgendwo gucken, dass wir Wasser herkriegen. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir uns noch einen Stellplatz suchen und den am besten in der Nähe von einem Restaurant, weil wir hätten heute tierisch Bock, essen zu gehen und nicht selbst zu kochen. Dafür brauchen wir aber noch ein ATM, weil wir Landeswährung brauchen. Okay, das ist noch unsere kleine To-Do-Liste. Wir waren jetzt bei der Polizei. Super nett. Wir brauchen keine Registrierung, weil wir ja keine Adresse hier haben von Hotel, Apartment, was auch immer. Es war ganz cool. Der Polizist, mit dem wir gesprochen haben, ist ein Offroad-Fan und hat auch direkt gesagt, ja, mit Unimog und super freundlich, hat uns 2 seiner Lieblingsplätze verraten, wo er gerne 4x4 hinfährt. Und bei dem einen ist ein Restaurant dabei, den werden wir jetzt auch gleich anfahren. Er hat uns auch direkt ein ATM gesagt um die Ecke. Auto konnten wir vor der Polizei stehen lassen. Und SIM-Karte kriegen wir wohl an der Tankstelle. We have a look.
hier rechts rein. Da geht's doch schnell. Oh, da haben wir aber kein Parking, ne? Nee. Sie sind am Ziel Ethno-Restaurant de Dodimo. Das Ziel liegt links. So, wir haben den Stellplatz für die Nacht erreicht, sind in einem ganz kleinen Dörfchen angekommen. Das war ja der Tipp von dem Polizisten. Ja, und ich würde sagen, wir sind hier in bester Gesellschaft. Das ist nämlich das Auto vom Besitzer vom Restaurant. Vielleicht können wir uns da auch noch gleich ein paar gute Tourentipps abholen. In Bergen, ne? Ja. Ja, und ihm gehört ja auch das Restaurant. Da werden wir jetzt lecker essen gehen. Während er an seinem Differential rumschraubt. Ja, muss. Wir sitzen jetzt hier im Restaurant. Die Karte sieht super aus, aber ich muss gestehen, überfordert uns. Wir haben jetzt mit der Frau des Hauses gesprochen und die wohl auch die Köchin ist. Und sie stellt uns jetzt was zusammen, was sie besonders lecker findet und gut findet, was traditionell nordmazedonisch ist und was hausgemacht ist. Von daher, ich bin gespannt. Und jetzt auch nochmal zu sagen, wir hatten ja Nordmazedonien so überhaupt nicht auf dem Schirm. Also, dass wir diese eine Offroad-Track fahren wollten. Aber was wir jetzt heute hier schon erlebt haben, also sowohl die Piste war der Hammer und die Menschen hier von A bis Z. Also, das könnte eins meiner neuen Lieblingsländer werden. Es hat auf jeden Fall gute Karten. Ein lecker Bier haben sie auch. Nee, ja, genau. So, Die ist nicht aktiviert? Nein. Aber Internet Sonst kenne ich das, weiß ich nicht. Ja, so der deine. Falsch. Ich habe auch noch, ja, also ich habe Und noch Marc einen versucht Karte. gerade Aber wenn ich jetzt hier mit auf, Hilfe der anderen Gäste hier die SIM-Karte zu aktivieren. jetzt ist alles auf. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Erstmal aus Ohrid. Und wie es dann weitergeht, mal schauen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren und ihr könnt auch ein Like da lassen.